Ja, hallo, wir sind der Stefan und Bernd von Keckeisen Akkumulatoren und wir haben uns heute hier in der Lounge von Intact GP getroffen, um etwas über Batterietechnologien zu sprechen. Bei Batterien gilt immer noch, Hauptsache es läuft. Und klar, jede Batterie liefert Strom, egal ob es eine Gel-, eine Nassbatterie, eine AGM oder eine Lithiumbatterie ist. Aber es gibt auch Unterschiede. Und welche das sind und wann es sich speziell lohnt, auf eine AGM-Batterie zurückzugreifen, das erklärt uns Stefan. Ja, dann fangen wir erstmal an zu erklären, was AGM eigentlich heißt. AGM heißt Absorbent oder Absorbing Glass Mat. Das heißt, die Batterie ist aufgebaut mit normalen Platten, wie bei einer Nassbatterie auch, aber als Separator wird halt eben Glasvlies genommen, das den Elektrolyt aufsaugt und zwar vollständig. Das heißt, ich habe gar keinen Elektrolytraum mehr nötig, sondern es ist alles festgelegt in diesen Glasfaserfliesen. Das führt dazu, dass die Batterie eine verschlossene Batterie ist. Ja, ich kann da also nichts mehr tun. Erreicht wird das auch dadurch, dass wir als Stopfen ventilregulierte Stopfen nehmen, keine normalen, sondern es sind ventilregulierte Stopfen, die die Batterie verschließen und nur im Fall eines Überdrucks halt eben das Gasen ermöglichen. Das Ganze nennt sich auch VRLA, ventilregulierte Lead-Acid-Batterie, also wie der Name sagt, ventilreguliert halt einfach. Ja. Sie ist absolut wartungsfrei, man darf und kann auch nichts mehr dran machen. Ja, also so wie sie vom Werk ausgeliefert wird, muss sie dann letztendlich auch verbaut werden und betrieben werden. Ventilreguliert heißt, dass nur bei Überdruck das Gas rausgeht. Ansonsten wird im Betrieb, beim Laden und Entladen oder im Betrieb an sich, wenn Gas entsteht, das Gas rekombiniert. Und zwar wird das im Prinzip im Deckel aufgefangen, ja, rekombiniert zu Säure wieder und wird dann wieder in diesem Glasvlies festgelegt. Okay. So dass ich also eigentlich einen Kreislauf habe, der diese Batterie komplett wartungsfrei machen kann. Bringt denn dieser Aufbau mit diesen Glasfasermatten noch weitere Vorteile? Ja, und zwar enorme. Dadurch, dass ich die komplette Kontaktfläche bei den Platten nutzen kann, habe ich einen wesentlich schnelleren Elektrodenaustausch. Das heißt, ich kann die Leistung, die von der Batterie abgerufen wird, kann ich wesentlich schneller zur Verfügung stellen. Ja, und erreiche natürlich dann auch über diese komplette Kontaktfläche, dass ich auch die Ladung entsprechend wieder wesentlich besser aufnehmen kann. Insofern habe ich da eine Win-Win-Situation. Ich kann also mehr Leistung abgeben und gleichzeitig auch wieder mit mehr Leistung reingehen, um halt eben die Nachladung zu ermöglichen. Ja. Und was hat der Anwender davon? Wie gesagt, dadurch, dass ich halt eben die Leistung schneller zur Verfügung stellen kann, habe ich mehr Sicherheit im Fahrzeug. Klar, unter bestimmten Temperaturen habe ich dann mehr Startkraft zur Verfügung. Ich habe eine höhere Zyklenfestigkeit, das heißt, die Lebensdauer der Batterie erhöht sich. Ich habe natürlich auch den Vorteil, dass ich mit geringen Strömen zurechtkomme, speziell im Kurzstreckenverkehr oder auch bei Start-Stopp-Anwendungen, ja, ist die Batterie sehr gut geeignet. Ich kann durch dieses schnellere Wiederaufladeverhalten einfach dem Ausfall, im frühen Ausfall viel besser vorbeugen. Habe ich noch vergessen, muss ich erwähnen. Die AGM ist natürlich auch rüttelfester wie eine normale herkömmliche Bleisäurebatterie. Dadurch, dass die Plattenpakete komprimiert sind und die Separatoren eng an den Platten anliegen, sind die halt eben einfach wesentlich rüttelfester. Ja, und auch für andere Anwendungen, jetzt wie nur im Fahrzeugbereich, halt eben auch gedacht. Ja. Zum Beispiel Landmaschinenanwendungen gibt es spezielle AGM-Batterien für, die man halt eben dafür nimmt. Ja. Ja, zusammenfassend können wir auf jeden Fall mal kurz festhalten, dass die AGM-Batterie besonders geeignet ist für Starter- und Motorradbatterien, für den Fall, dass die Batterie während der Fahrt nicht genügend Zeit hat, um wieder voll aufgeladen zu werden. Und wie du schon erwähnt hast, also speziell im Kurzstreckenbereich, und sie ist ja auch entwickelt worden speziell für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Systemen. Und mit den von dir beschriebenen Vorteilen und Eigenschaften ist sie auch gut geeignet als Versorgungsbatterie. Ja, also für die Kurzstreckenfahrzeuge Start-Stopp-Anwendung auf jeden Fall. Für Antriebs- und Beleuchtungseinrichtungen bedingt, also nicht für schwere Anwendungen. Ich sage jetzt mal, für Flurförderfahrzeuge ist sie nicht so gut gedacht, da muss man einen anderen Plattenaufbau haben. Aber für kleine Anwendungen, ich sage jetzt mal für einen Krankenfahrstuhl oder halt eben für USV-Anwendungen, auch für Solaranwendungen kann ich eine AGM sehr gut nehmen. Einfach weil sie halt einfach ein gutes Wiederaufladeverhalten bietet und letztendlich dann auch komplett wartungsfrei ist. Okay. Gibt es sonst noch Anwendungen, wo du sagen würdest, dafür ist eine AGM-Batterie nicht oder gar nicht geeignet?
Überall da, wo es halt eben kritisch ist, mit Säure zu halten. Ja. Ich sage jetzt mal auf dem Boot. Ja, die AGM hat zwar das Elektrolyt festgelegt im Glasfaservlies, aber es ist wie bei einem Schwamm. Wenn man den Schwamm hochhebt durch die Schwerkraft, läuft halt eben der Saft raus. Ja. Und das passiert natürlich auch bei einer AGM-Batterie. Wenn jetzt mal ein Gehäuseriss da ist oder sie leckschlägt, wie ich sag mal, bei starker Kränkung im Boot zum Beispiel, kann es passieren, dass Säure austritt. Das möchte man natürlich im Boot unbedingt vermeiden. Deswegen ist er dafür aus meiner Sicht nicht so gut geeignet. Da sollte man eher auf die Gel-Variante gehen. Ja, Stefan, vielen Dank. Gerne. Danke fürs Zuschauen. Wenn dich interessiert, was Gelbatterien besonders macht, wann Nassbatterien die beste Wahl sind und was es bei Lithium-Batterien zu beachten gibt, schau dir die anderen Videos an zu den Technologien, die in Motorrad, Starter, Antriebs- und Versorgungsanwendungen zum Einsatz kommen.